Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Fastfood-Gericht aus Kanada. Und zwar kochen wir heute Poutine, das heißt Pommes mit Käse und einer braunen Soße. Dafür als erstes ein Blech Pommes in den vorgeheizten Backofen schieben. Als nächstes 500 Gramm braune Champignons mit einem Messer in Scheiben schneiden. Außerdem eine große Zwiebel und 1 bis 2 Knoblauchzehen abziehen. Anschließend fein hacken. Und dann noch, um die Soße später etwas abzubinden, einen gehäuften Teelöffel Speisestärke mit etwas Wasser glatt rühren und zur Seite stellen. Jetzt eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, die Champignons in die Pfanne geben und bei mittlerer bis hoher Hitze 2 bis 3 Minuten unter gelegentlichem Wenden scharf anbraten. Wenn das erledigt ist, die Champignons aus der Pfanne nehmen, auf einem Teller zur Seite stellen und dann erneut etwas Öl in die Pfanne geben. Außerdem die Zwiebeln und Knoblauch und dann bei mittlerer Hitze ca. 2 bis 3 Minuten glasig anschwitzen, dabei gelegentlich mal umrühren. Sobald die Zwiebeln glasig sind, einen gehäuften Esslöffel Tomatenmark in die Pfanne geben, das Tomatenmark unterrühren und kurz mit anrösten. Als nächstes mit 400 ml Rinderfond ablöschen, außerdem 100 ml Sahne und zum Schluss jeweils einen Teelöffel Thymian und Rosmarin dazugeben. Alles einmal gut umrühren, danach zum Kochen bringen. Und dann sind wir im Prinzip auch schon fertig. Jetzt die glatt gerührte Speisestärke zur Soße geben. Außerdem die zur Seite gestellten Pilze samt Pilzsaft. Alles nochmal gut umrühren und danach ein paar Minuten sanft köcheln lassen, bis die Soße eine richtig schön cremige Konsistenz erreicht hat. Zum Schluss müssen wir die Soße nur noch mit etwas Salz und frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken. Anschließend die Pfanne vom Herd ziehen und dann können wir auch schon anrichten. Dafür die Pommes nach der Backzeit aus dem Ofen holen und auf Tellern verteilen. Als nächstes etwas geriebenen Käse auf die Pommes streuen. Dann 1 bis 2 Kellen der braunen Champignonsauce und zum Schluss alles mit etwas fein gehackter Petersilie garnieren. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.